Tag, hallo. Ich möchte gerne noch einmal ein paar Punkte thematisieren, kurz ansprechen. Heute ist Fronleichnam, da passt es vielleicht auch ganz gut. Ich hatte spontan Lust dazu und die Idee, dazu könnte ich noch mal etwas sagen. Und zwar komme ich immer öfter in letzter Zeit, in den letzten Jahren, in die Situation, dass ich sozusagen mich rechtfertigen muss für bestimmte Erfahrungen, die ich mache oder auch Begegnungen. Ich habe dann das Gefühl, ich müsste mich entschuldigen dafür und werde gerne in eine Ecke gerückt, dass ich krank bin, sozusagen, dass es kein normaler Zustand ist. Und wer bei mir mal öfter geschaut hat, weiß, dass ich dieses Thema Christus seit jetzt etwa 12 Jahren sehr intensiv hier äh, kommentiere oder Berichte dazu mache. Und auch dieses, was ich jetzt sagen möchte, betrifft dieses Thema wieder. Und ich möchte gerne zeigen, wie zum Beispiel etwas in mein Leben kommt und wo ich sagen kann, es gibt eine höhere Ebene, die etwas zusammenfügt oder die eine Kontrolle darüber hat, was geschieht. Und lässt es geschehen oder lässt es nicht geschehen. Und je nachdem, wie die Faktoren sind, die nötigen. Also ein ganz kurzer Bericht. Ich fahre nach der Arbeit mit meinem Auto im Dunkeln durch eine kleine Stadt auf dem Nachhauseweg und plötzlich überholt mich ein kleines Auto, schert vor mir ein, bremst ab, sodass ich auch bremsen muss. Jetzt keine Vollbremsung, aber bremst mich ab und in dem Augenblick leuchtet hinten auf dem Rückteil auf Jesus Christus leuchtet da. Und ich dachte schon wieder Jesus Christus, was ist jetzt schon wieder los? Dieses Thema. Und möchte gerne dazu sagen, so kommt es immer in mein Leben und so ist es immer in mein Leben gekommen, von außen, von anderen kommt es in mein Leben und ich bin plötzlich damit konfrontiert und habe das Gefühl, ich müsste da schauen, suchen, warum geschieht es, was ist die Wahrheit. In dem Ort, auf einem Parkplatz, haben wir zur gleichen Zeit angehalten, haben ein kurzes Gespräch gehabt, vielleicht 5 Minuten, und ich fand das interessant und wir haben abgemacht, dass ich ihn und seine Freundin besuche. Das habe ich gemacht, ein paar Tage später. Bin zu ihnen gefahren und habe ihnen gleich gesagt, als ich gekommen bin, ich bin nicht Jesus Christus. Daraufhin sagte seine Frau oder Freundin, aber heute würde man ja auch sagen Frau, ja, natürlich nicht. Du hast ja auch keine Jesuslatschen an. Und dann schaue ich so, und das sagte sie so zum Spaß, ironisch. Und wir waren aber schon wieder bei diesem Thema, bei Jesus Christus, und haben darüber gesprochen, das thematisiert. Sie hat mir von ihrem Leben berichtet. Sie hatte ein amputiertes Bein, sie hatte Krebs. Und dass sie Krebs hat, habe ich aber ja später erfahren, als sie gestorben ist. Ich weiß es nicht genau, 3-mal da, glaube ich. 3 oder 4-mal. Sie haben mir gesagt, dass sie nicht gerne in die großen Kirchengebäude gehen. Ich hatte mal vorgeschlagen, ob wir in der nächstgrößeren Stadt, da sind wir mal durchgeschlendert, kamen wir an einer Kirche vorbei und ich habe spontan gesagt,
gefragt, wollen wir da mal reingehen, uns das anschauen von innen. Und da haben sie abgewehrt und gesagt, nein, da gehen wir nie rein in diese großen Gebäude. Und sie empfinden das eher als Bedrohung oder unheimlich. Was ja auch bis zu einem Punkt verständlich ist, finde ich, kann man so betrachten. Ich gehe auch eigentlich nie in die Kirche. Muss ich auch mal an dieser Stelle sagen. Ich bin kein Kirchgänger. Ich habe mir ein paar Mal eine winzige Kapelle angeschaut, die man offiziell gar nicht als Kirche bezeichnet, weil sie so winzig und so bescheiden ist. Das hat mich gereizt und ich habe empfunden, das ist etwas Besonderes, als ich da reingegangen bin und ich habe gedacht, da könnte der Vatikan sich eine Scheibe von abschneiden, was Bescheidenheit bedeutet und was es bedeutet, mit Gott in Kontakt zu sein und wie man mit Gott in Kontakt sein kann. So, das ist also dieser eine Punkt. Die Frau ist nach ein paar Wochen gestorben. Sie hatte mir aber nicht gesagt, dass sie Krebs hat. Das habe ich dann erst erfahren. Sie war gestorben, der Kontakt ist auch auseinandergegangen. Sie hatte mir noch gesagt beim letzten Mal, als ich sie gesehen habe, Andreas, du weißt hoffentlich, dass du das Gute bist. Das ist so, kommt es in mein Leben, die Sachen. Zum Beispiel so, erst einmal die Frage an dich, der du mir zuhörst. Niemand überholt dich nachts mit einem Auto, bremst vor dir ab und dann leuchtet sozusagen mit dem Bremslicht zusammen hinten auf der Ablage auf Jesus Christus. Niemand passiert das in der Welt. Aber mir ist es passiert. Und das ist etwas, das kommt in diesem Leben, in dieser Welt, ist es Realität gewesen, so passiert, in mein Leben hereingekommen. Und es zeigt, dass es nicht ein Krankheitsbild ist oder ein Krankheitszustand, sondern ich erlebe einfach andere Sachen, andere Dinge. Und es kommen andere Dinge in mein Leben, andere Momente. Das wollte ich jetzt sagen, das ist wichtig, das ist der eine Punkt gewesen, wo ich sagen wollte, ja, so sind die Zusammenhänge und intensiv seit 12 Jahren passieren mir immer wieder solche Sachen, Erlebnisse. Dann ein anderes Beispiel, was man auch nicht alltäglich hat. Das heißt, mich nimmt jemand mit auf einer schmalen Landstraße, wo ich wohne, in seinem Auto und da sind so alle, ich weiß nicht, alle 100, alle 200 Meter im Schwarzwald, eine Straße ist ein Kreuz an der Straße. Und ich habe ihm erzählt, dass ich da oben weiter wohne und aber umziehen muss, ausziehen muss und eigentlich auf Wohnungssuche bin und vielleicht ein kleines Haus suche. Dann kamen wir an einem Kreuz vorbei, das war voller Schnickschnack und kunterbunt geschmückt, der ganze Platz, aber eher Tendenz kitschig. Jetzt war ein Vergleich mit so einer bescheidenen Kapelle, mit so einem bescheidenen Kreuz. Und ich habe dann auch diesem Fahrer gesagt, also das finde ich zum Beispiel überzogen. Das passt aus meinem Verständnis nicht zu Jesus. So etwas. Da passt dieses schlichte Kreuz irgendwie zusammengebaut, gebastelt. Das passt zu seinem Leben und zu seinem Lebensstil, aber nicht dieses verkitschte und dann auch verklausulierte und es auf eine andere Ebene gezogene. Das passt nicht. Wir fuhren weiter, vielleicht 1-2 Kilometer weiter und dann fragte er mich so spontan, nachdem ich ihm das gesagt habe, dass mir das nicht gefällt, so ein Kreuz und so eine Jesus-Darstellung, fragte er mich, kannst du die Bibel in einem Wort erklären? So, das sage ich jetzt mal dem Publikum, die gerne sagen möchten, ich bin verrückt. Also,
würde ich irgendein Mensch auf der Welt fragen, ob du die Bibel in einem einzigen Wort erklären kannst. Ich kann dir sagen, niemand wird dich jemals in deinem Leben danach fragen, dir das sagen. Aber ich bin gefragt worden. Ich bekomme plötzlich ohne Voranmeldung, kriege ich diese Frage sozusagen an den Kopf geknallt, sage ich jetzt mal. Kann ich die Bibel in einem Wort erklären? Dann habe ich vielleicht 2 Minuten überlegt, während wir weiterfuhren. Und ich habe gesagt, ja, Nächstenliebe. So, ich hätte ja auch sagen können, Jesus Christus, lieber Gott, hätte sagen können, was weiß ich, Millionen andere Sachen oder so. Aber ich habe gesagt, Nächstenliebe. Das ist ja herausgefiltert aus unzähligen Möglichkeiten, wie man hätte antworten können. Und die Bibel auch definieren könnte. Aber ich habe dieses genommen, Nächstenliebe, was nebenbei bemerkt das zweite Gebot auch ist. Und jeder Mensch inzwischen, der ein bisschen gebildet ist, weiß auch, was das bedeutet, Nächstenliebe. Es ist eine andere Stufe von Liebe als diese persönliche, personenbezogene Zweierbeziehungsliebe. Das eine schließt das andere nicht aus, aber die Nächstenliebe ist davon losgelöst. Die kann an jeden gerichtet sein und hat auch nicht das sexuelle Moment bei sich, sondern es ist eine rein geistige Liebe und auch emotionale, aus dem Herz heraus gerichtete Liebe. Also ich sage Nächstenliebe. Daraufhin sagt er, hast du einen Moment Zeit oder hast du etwas Zeit? Habe ich gesagt, ja. Dann sind wir ungefähr 20, 25 Kilometer gefahren. Ich habe den Typ vorher noch niemals gesehen. Ich weiß nicht, wer er war, wer er ist. Er kam so in mein Leben. Wir fahren so etwa 20, 25 Kilometer und er fährt zielgerichtet in diesen Ort, in dem ich jetzt wohne, Önsbach, auch auf Land, ein ganz kleines Dorf, zu einem leerstehenden Haus, stellt sein Auto davor ab, wir sitzen darin und er sagt zu mir, das ist dein Haus. Und ich dachte, wow, das geht wieder etwas ab im Raum. So, das ist dein Haus. Wer sagt das? Und die Claudia sagt zu mir, du weißt hoffentlich, dass du das Gute bist. Da kriegt man ja auch so, ja, wo ich gesagt habe, oder um die Ohren gehauen, es ist plötzlich da und jetzt, das ist dein Haus. Okay, dann haben wir geschaut, ich weiß gar nicht mehr, ob er einen Schlüssel dazu hatte oder die Nachbarn gefragt hat. Wir haben uns das angeschaut. Dieses Haus ist toll, ein ganz altes Haus, etwas verfallen, nicht modernisiert, mit voller Sperrmüll in den Räumen und überall Christuskreuze. Da war wieder das Thema Christus. Plötzlich in diesem Haus. Überall in klein, in groß, eine Dose mit so kleinen Kreuzen, vielleicht 50 Stück in einer Dose, dann größere Kreuze in den verschiedenen Räumen. Und da wusste ich, das ist wieder gefügt, zusammengefügt sozusagen. Oder diese Option ist mir sozusagen ins Leben gelegt worden. Es kann so sein, dass dich das interessiert und so. Und wir haben halt mit dem Vermieter gesprochen. Also ich habe gesagt, ja, ich finde das toll, das Haus mit einem großen Grundstück, woraus ich einen Garten machen kann. Ich liebe es, im Garten zu arbeiten und draußen zu sein und auch eben richtig ländlich. Und dadurch, dass es alt ist oder ein bisschen verfallen, bedeutet es auch viel Freiheit. Ich muss nicht überall mit einem Staubwedel herlaufen, alle 10 Minuten und irgendwo einen Krümel wegmachen oder so, weil ich den Tick habe, das gehört zu meinem Leben, sondern ich kann einfach so leben mit meinem Hund, einfach da sein. Wir müssen nicht jeden Tag Staub saugen und auch nicht wischen oder so, sondern einfach leben.
Also war ich happy. Es war alles perfekt gemacht. Nachher hatte ich den Vertrag unterschrieben und dann war ich halt nach dieser Besichtigung mit dem Typen auch wieder zurückgefahren. Und mein Auto war nämlich kaputt. Deshalb hatte er mich auch mitgenommen. Deshalb war ich da zu Hause, in dem anderen Zuhause, auf der Landstraße unterwegs. Ja, und ich habe ihn nie wieder gesehen. Aber eben so ist es in mein Leben gekommen. Und da kann man nicht sozusagen mir suggerieren, dass ich krank bin irgendwie. Ne? So. Und deshalb kommt mir das alles nur so vor, es kommt alles sozusagen aus mir raus. Es kommt mir nur so vor, dass es so ist. Es kommt mir nur so vor, dass ich so ein Erlebnis habe oder das gesehen habe oder das gehört habe. Es kommt mir nur so vor, weil ich so verrückt bin. So. Und darum mache ich dieses, um euch zu zeigen, ich bin nicht verrückt. So ist es in mein Leben gekommen. So, dann heißt dieses Ziel Straße 1. Straßenname Zielstraße und die Nummer 1. Dachte ich, ja, ist ja auch witzig, Nummer 1. Passt direkt daneben Christuskreuz. Ein großes, ich habe mir später aus einem der Räume so ein Kreuz rausgenommen, Jesus erstmal vom Kreuz genommen, weil ich nicht immer diesen leidenden Jesus sozusagen sehen will, um mich haben will, sondern wenn ich das Kreuz sehe, ist es für mich ein klares Symbol. Ich verbinde es mit Jesus Christus, oder Jesus aus Nazareth, oder wie man ihn jetzt auch nennen möchte. So, und weil ich nicht dieses Leiden möchte, habe ich ihn abmontiert von dem Kreuz, habe dieses Kreuz blau lackiert und von außen an meine Haustür gemacht als klares Zeugnis dafür, wie ich ticke, in Anführungsstrichen. So, da ist es jetzt seit 10 Jahren, seit 11 Jahren, hängt es ja draußen als ganz klares Zeichen, ja, so denke ich. Und damit hänge ich irgendwie zusammen. Das wollte ich jetzt gerne sagen. Also und ich bekomme aber im Laufe dieser Jahre eben halt auch oft so diesen Impuls, vor allem auch übers Internet, ich müsste mich dafür entschuldigen, dass ich so etwas erlebe. Oder rechtfertigen, als wäre ich angeklagt, dass ich davon berichte. Oder wer will noch etwas hören über Jesus Christus? Wer will etwas vom Frieden hören? Heute muss man ja schon aufpassen, wenn man das Wort Frieden benutzt, wo man immer nur Krieg hört, Waffen, Bomben, Bomber, alles Mögliche. Heute muss man aufpassen, man wird doof angeguckt, wenn man den Begriff Frieden gebraucht. Und ich frage mich, wo ist zum Beispiel das, die Friedensbemühungen in der Welt? Die letzten 2000 Jahre, was ist das für eine Entwicklung für uns? Wir bombardieren uns immer noch gegenseitig zu. Das ist im Grunde, muss man sagen, ein erbärmlicher Zustand der Menschheit weltweit. Es ist ja kein bisschen Höherentwicklung. Da nützen auch die tollsten Kirchen mit allem Kitsch und Milliarden Guthaben und zigtausend von Gebäuden als Eigentum, die nützen nichts. Das ist auch nichts, was aus meiner Sicht heraus einem Jesus gefallen würde, worauf er Lust hätte. Er hätte Lust daran, wenn es eine Befriedung gäbe in der Welt, ein gemeinsames Ziel, an dem die Menschheit arbeitet und das es als Richtschnur sozusagen hat und sagt, wir gehen den Weg des Friedens. Fertig, eine klare Botschaft, Punkt und Schluss dahinter und nicht wenn und aber. Ja, so. Also und so mache ich auch weiter, bis ich umfalle. Das wollte ich jetzt nochmal sagen. Und jetzt mache ich hieraus ein Video, weil ich auch Lust habe. Es macht mir Spaß, ein Video zu machen. Ich sage euch Shalom, das mache ich immer als, ist ja ein Friedensgruß. Und das mache ich immer als sozusagen Zeichen an die jüdische Welt,
ich bin auf eurer Seite auch, obwohl ich auch Christ bin und hier so ein Kreuz zum Beispiel an die Tür mache. Aber ich bin auf eurer Seite und ich habe auch ein großes Schaufenster, ein altes, richtig verfallenes Schaufenster, in dem ich jüdische Symbole seit 12 Jahren habe. Auch den siebenarmigen Leuchter, die Menora zum Beispiel, die israelische Flagge darin. Und so etwas als klare Botschaft in diesem mini-deutschen Dorf. Leute mit der deutschen Vergangenheit, in dem Land mit dieser Vergangenheit, was die Juden betrifft. Ich stehe dazu, auf deren Seite und mache jeden Abend Kerzen. Da habe ich die ersten und eine kleine Lampe. Die ersten 6, 7 Jahre, die ich da wohnte, jede Nacht das Schaufenster beleuchtet und jeden Abend ein kleines Teelicht noch auf diesen Leuchter gestellt. Das sieht immer sehr schnuckelig aus und auch für jeden, der da in der Nacht vorbeigeht oder vorbeifährt, ist es ist eben etwas aus dem Alltag herausführendes. So, jetzt habe ich wieder so viel erzählt. Ich könnte 1000 Videos machen mit 1000 Beispielen, aber das möchte ich ja auch nicht. Dieses wollte ich jetzt machen. Ich wünsche allen einen schönen Tag, frohen Leichnam, zum Beispiel wer diesen Tag kennt oder feiert. Bei mir ist es so, ich bin nicht so feiertagsorientiert oder so, aber ich verurteile auch niemanden, der einen Feiertag hat, und von mir aus können die Menschen viele Feiertage haben und auch aus verschiedenen Religionen. Ich bin niemand, der mit Gewalt eine Religion vertritt oder durch Macht und Knechtung eine Religion durchsetzen. So, okay, Shalom, viel Spaß.